Heute sprechen wir einmal darüber, dass du für deinen Etsy-Shop auch saisonbedingte Produkte erstellen sollst und damit auch saisonbedingte Kategorien. Ja, warum der Stress? Ganz einfach. Diese saisonbedingten Produkte, wenn du zum Beispiel etwas für Weihnachten erstellst, die ziehen neue Kunden in deinen Shop, weil es ist doch bei uns allen so, ne? Vor Weihnachten suchen wir ja besondere Weihnachtsgeschenke. Ja, und warum dann nicht auf Etsy danach suchen? Weil dort gibt es ganz spezielle, besondere Sachen, handgemachte Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. Deswegen kommen viele Kunden gerade zu dieser Zeit des Jahres direkt auf Etsy vorbei und schauen sich hoffentlich auch in deinem Etsy-Shop um. Und wenn sie das noch nicht tun, dann wollen wir sie jetzt ein bisschen dazu anstoßen, dass sie es machen, indem wir einfach saisonbedingte Kategorien in deinem Etsy-Shop erstellen und indem du in diese Kategorien ja spezielle Saisonprodukte einfügst. Sagen wir einmal, um bei dem Beispiel von meinem neuen Living for Mondays Shop zu bleiben, du erstellst Sachen für Bullet Journals, digitale Downloads für den Bereich Bullet Journal, dann kann man auch was direkt für Weihnachten erstellen. Ich habe zum Beispiel einen Christmas Countdown Tracker erstellt. Ja, der ist in dieser Season-Kategorie, also in der Kategorie Weihnachten drin. Und der zeigt direkt, ach ja, die hat auch etwas speziell für Weihnachten. Und dann kommen die Leute hoffentlich da vorbei und schauen sich das einmal an, was ich da im Angebot habe. Natürlich ist es auch eine gute Idee, nicht nur eine Sache dort zu haben, sondern sehr viele mehr. Nämlich, je mehr du hast, desto öfter wirst du gefunden, gerade zu dieser speziellen Zeit des Jahres. Und dann holst du mehr Kunden in deinen Shop. Und wenn du das tust und die davon überzeugt, dass sie bei dir kaufen sollen, dann bleiben die hoffentlich nicht nur für Weihnachten da, sondern kommen auch über das ganze Jahr verteilt immer mal wieder vorbei. Abgesehen davon zeigst du Etsy damit auch, dass du aktiv an deinem Shop arbeitest. Ne? Also du passt ihn immer direkt an und zeigst, okay, jetzt ist Weihnachten, also habe ich Weihnachtsprodukte im Shop oder pack diese auch im Schaufenster. Das Schaufenster ist hier oben der Bereich bei Etsy, wo du kleine Sterne verteilen kannst in deinem Backend und die dann in dem Bannerbereich bei Etsy angezeigt werden. Auch eine sehr gute Idee, das zu machen, weil so, ja, machst du so ein spezielles Highlight auf deine Produkte, ne, und zeigst noch einmal genau, was man da machen kann und welche Produkte du überhaupt hast. Ja, das war's von mir für heute. Einfach mal gucken. Du hast garantiert Produkte, die man für spezielle Kategorien, speziellen, ja, Saison nehmen kann. Und das ist auch nicht nur auf Weihnachten beschränkt. Und ja, sei da ein bisschen kreativ und schau, dass du etwas anzubieten hast.